Hallo und willkommen zurück. Im letzten Video ging es ja um die Counterclockwise-Studie, also die Studie, in der 80-jährige Männer gelebt haben, als wären sie zurück in ihren 60ern und sich tatsächlich biologisch messbar verjüngt haben. Das Faszinierende daran ist aber auch, nicht nur die Verjüngung, sondern ist auch, dass sie eigentlich von dem Sinn und Zweck der Studie gar nichts wussten. Man hatte sie da im Unklaren gelassen. Sie glaubten, das sei ein psychologischer Test. Und sie haben einfach gelebt, als seien sie wieder in ihren 60ern. Das heißt, was bei diesem Experiment letztlich fehlte, waren Widerstände, Zweifel. Woran soll man auch zweifeln, wenn man gar nicht weiß, worum es geht? Sie haben nichts affirmiert, sie haben nicht visualisiert, sie haben einfach ihr Leben gelebt und das genossen, was sie eben vorgefunden haben, dieses hübsche Retreat, in dem sie diese eine Woche verbringen durften. Und genau das hat ein Mann vor fast 100 Jahren bereits gelehrt, nämlich Living in the End. Das heißt, nicht hoffen, dass es passiert, nicht visualisieren, affirmieren, sondern einfach leben, als wäre es bereits passiert. Und diesen Mann kennen die meisten von euch, es ist Neville Goddard. Und heute möchte ich eben in Anlehnung an das Counterclockwise-Experiment, weil das zwei Dinge sind, die recht gut zusammenpassen, zeigen, was Neville Goddard damals bereits gemeint und gelehrt hat. Und auch, warum die heutige Neurowissenschaft ihm recht gibt. Und letztlich geht es da nicht um Magie, sondern es geht um die Art und Weise, wie dein Gehirn Realität erschafft. Neville Goddard war ein mystischer Lehrer aus den 1940er bis 1970er Jahren. Und seine zentrale Botschaft war genauso einfach wie aber eben auch schwer zu begreifen. Er sagte, assume the feeling of the wish fulfilled. Das heißt, nimm das Gefühl an, als ob sich dein Wunsch bereits erfüllt hätte. Also nicht, ich will das haben, sondern ich habe es bereits. Aber was heißt das konkret? Stell dir vor, du willst einen neuen Job haben. Und die meisten von uns würden sich bereits in diesem neuen Job sehen, das vielleicht visualisieren, sich vorstellen, wie dieser neue Job ist und wie sie in diesem neuen Job aufgehen können. Und dann vielleicht dabei auch denken, hoffentlich klappt's. Aber dieses hoffentlich klappt's ist dann schon die Krux oder eine Krux bei der ganzen Geschichte. Denn was passiert, wenn ich sage, hoffentlich klappt's? Das heißt, ich fühle ganz deutlich, ich habe es noch nicht. Und ich hoffe eben, dass in der Zukunft ich es haben werde. Aber ich weiß zu 100% eben, momentan habe ich es noch nicht und ich fühle einen Mangel. Und das ist Unsicherheit und das ist nicht living in the end. Und hier hat Neville Goddard angesetzt. Er hat gesagt, lebe aus dem Zustand heraus, als hättest du diesen Job bereits erhalten, als arbeitest du bereits in diesem Job. Fühle die Sicherheit, die er dir bringt, fühle die Freude, die er dir bringt und fühle dich genauso, als arbeitest du momentan im Hier und Jetzt in diesem Job. Und auch nicht, ich werde mich so fühlen, wenn ich den Job habe, sondern ich fühle mich im Hier und Jetzt so gut und so sicher und so erfüllt von Freude, weil ich diesen Job bereits habe. Und das Interessante daran ist eben, dass die Neurowissenschaft sagt, dass genau das funktioniert. Und das ist letzten Endes eine self-fulfilling prophecy. Das heißt, ich glaube an etwas und mache es durch meinen Glauben selbst wahr. Ich verhalte mich entsprechend. Ich habe einen ganz anderen Habitus. Wenn ich jetzt zum Beispiel glaube, ich bin selbstbewusst, dann benehme ich mich völlig anders als jemand, der glaubt, sich vielleicht die Schultern hochzieht und sagt, nee, ich bin jetzt nicht so selbstbewusst, ich muss jetzt auftreten vor großem Publikum etc. Und das ist der Unterschied. Aber wenn ich mir das vorstelle und nicht nur vorstelle, sondern weiß, ich bin es, ich bin selbstbewusst oder ich bin in diesem Job, dann habe ich ein ganz anderes Auftreten und werde eben diesen Wunsch auch in Erfüllung bringen. Das heißt, dein Glaube wird bestätigt und natürlich ist der effektivste und beste Glaube das, von dem du überzeugt bist, dass du es bereits hast. Aber was ist eigentlich dann der genaue Unterschied zwischen diesem Living in the End und Visualisierung? Man könnte jetzt ja sagen, ja, aber eigentlich ist das doch Visualisierung. Und die Grenzen sind fließend. Es gibt Menschen, die eine sehr, sehr gute visuelle Vorstellungskraft haben und dann eben beim Visualisieren auch sehr, sehr real und sehr gut sind. Aber oftmals ist Visualisierung eher passiv. Das heißt, du visualisierst zum Beispiel Erfolg und kehrst danach zurück ins wirkliche Leben und stellst dann fest, ich habe ja gar keinen Erfolg und fühlst dich trotzdem erfolglos. Neville Goddard hat da eben auch gesagt, Visualisierung reicht nicht. Du musst tatsächlich das Gefühl haben im Hier und Jetzt, als ob du es bereits erreicht hast und ob du
das, was du haben möchtest, bereits lebst. Also ein Gefühl der Realität, ein Gefühl des The Wish Fulfilled. Das heißt, mein Wunsch ist bereits erfüllt. Und was den Erfolg angeht, ich fühle mich erfolgreich hier und jetzt. Und das wird eben, das hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, eben auch von der Neurowissenschaft bestätigt. Das heißt, das Gehirn unterscheidet nicht zwischen intensiver Vorstellung und Realität. Und da kommt man dann eben auch zurück, wenn jemand wirklich so intensiv visualisieren kann, dass er das im Prinzip als real sieht, was er visualisiert, kommt es dem schon nah. Hier gibt es eine berühmte Studie von Alvaro Pascual Leone. Er nahm zwei Gruppen von Menschen, die Klavier lernen wollten, die Klavierspielen lernen wollten. Die erste Gruppe ließ er intensiv üben, und also wie man es eben normal so tut, Etüden, alles, das ganze Programm. Und die zweite Gruppe, der hat er gesagt, sie sollen sich nur vorstellen, dass sie jeden Tag intensiv Klavier spielen würden. Das heißt, die zweite Gruppe hat sich nur mental vorgestellt, dass sie mit voller Inbrunst, aber eben ohne Klavier spielen würden. Und das Überraschende dabei war, dass sich bei beiden Gruppen dieselben neuronalen Verbindungen im Gehirn entwickelten. Das heißt, das Gehirn konnte nicht unterscheiden zwischen der Gruppe, die wirklich real gespielt hat, und der Gruppe, die sich das nur vorgestellt hat. So, aber dann kommt noch eine ganz wichtige Zutat dazu, nämlich die Emotion. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel an deinen letzten Urlaub zurückdenkst, dann wirst du auch nicht nur die Bilder sehen, sondern wirst wahrscheinlich auch den Strand schmecken und spüren und riechen und diese ganzen Dinge, die du gemacht hast, vielleicht diese tollen Speisen, die du gegessen hast. Das heißt, wenn du nur visualisierst, ich habe einen Job, aber letztlich kommen dann doch Zweifel auf und du denkst dann insgeheim, ja, ich habe den doch gar nicht, dann sendest du deinem Gehirn gemischte Signale. Wenn du aber fühlst, ich habe diesen Job, und damit einhergeht zum Beispiel ein Gefühl von Sicherheit, die mit dem Job verbunden ist, oder ein Gefühl von Freude, weil du eben die Dinge machst, die du schon immer machen wolltest, und auch viele andere Emotionen, von denen du weißt, dass sie bei diesem Job auftreten werden, dann kann dein Gehirn neue neuronale Verknüpfungen bauen, und du wirst dann auch sehr schnell Ergebnisse sehen. Und hier siehst du vielleicht auch schon diese Analogien zu vielen Manifestationsteachings, wo es dann auch heißt, du musst auf der Frequenz sein von dem, was du gerne haben möchtest. Das sind sicherlich zum Teil metaphorische Aussagen, die aber sehr, sehr wichtig sind. Das heißt, auf derselben Frequenz sein ist im Prinzip auch das Gleiche. Wenn ich sage, ich bin mit meinem Kumpel oder mit meiner Freundin zum Beispiel auf derselben Wellenlänge, das heißt, wir verstehen uns gut, und zwischen uns gibt es eine gute Übereinstimmung, und das Gleiche passiert jetzt hier bei der Wunscherfüllung auch. Das heißt, je enger und je näher ich eben meine Frequenz, also sprich die Gefühle, die Emotionen, aber auch alles andere auf dieses Ziel einstimme, umso eher, schneller und leichter werde ich es erreichen. Das heißt, immer wieder faszinierend, wie nah sich zum Teil die spirituelle Welt und auch eben die psychologische Welt ist. Und dieses Living in the End ist eben nicht nur sehen und visualisieren, sondern ganz, ganz wichtig, fühlen, verkörpern. So, ein weiteres wichtiges Thema hierbei ist das sogenannte RAS, das Reticular Activating System. Und das spielt bei dieser Wunscherfüllung und bei diesem Prozess eben auch eine sehr große Rolle. So, was ist das RAS eigentlich? Dieses Reticular Activating System. Es ist ein eingebauter Filter im Gehirn, der aus der Fülle von Informationen, die uns täglich umgeben und die wir so gar nicht handeln könnten, weil es einfach viel, viel zu viel ist. Dieser Filter sorgt dafür, dass du eben nur die Informationen präsentiert bekommst, die du für notwendig hältst. Das heißt, du selber bestimmst, was zu dir durchgelassen wird an Informationen, die um dich herum da sind. Dieser berühmte Effekt mit dem blauen Auto, du möchtest dir vielleicht ein blaues Auto einer bestimmten Marke kaufen, und sobald du dich da entschieden hast und noch ein bisschen rumschaust, welches Modell das Beste wäre, siehst du um dich herum, draußen auf der Straße, überall, dass blaue Autos desselben Modells herumfahren, die du vorher überhaupt nicht wahrgenommen hast. Und das liegt nicht daran, dass du plötzlich wie auf magische Weise diese ganzen Autos manifestiert hast, sondern es liegt einfach daran, dass du jetzt plötzlich von diesem RAS-Filter diese blauen Autos gezeigt bekommst, die vorher auch schon da waren. Und der Trick dabei, wie schon vorher gesagt, der Filter filtert nicht willkürlich, sondern auf der Basis von dem,
was du selbst für wichtig hältst. Das können natürlich dummerweise vielleicht auch irgendwelche Kindheitserfahrungen sein, die dir momentan gar nicht mehr nützen, aber es kann natürlich auch irgendwas sein, was du dir aktiv vorstellst und deinen Wünschen entspricht. Das wäre dann der optimale Fall. Das heißt, wenn du glaubst und wenn du lebst, ich bin erfolgreich, dann wirst du mehr und mehr alle die Dinge um dich herum sehen, die diesen deinen Glauben bestätigen werden. Das heißt, du bemerkst Chancen, du bemerkst Kontakte, du bemerkst Ressourcen. Alles das war vorher auch schon da, aber plötzlich siehst du es. Und das ist dann genau das, was dein Gehirn auch beim Living in the End herausfiltert. Das heißt, dein Gehirn merkt natürlich, dass du in diesem Zustand lebst und filtert genau das für dich heraus, was diesen Zustand eben bestärkt oder eben auch erst in dein Leben zieht. Plötzlich siehst du die Welt anders, nicht weil sie anders geworden ist oder weil du sie verändert hast, sondern weil du deinen Filter verändert hast. Und Neville Goddard hat das die Bridge of Incidence genannt. Und Bridge of Incidence heißt letztlich, dass sich Dinge in deinem Leben plötzlich wie von selbst, wie magisch arrangieren. Und es fühlt sich magisch an, nicht weil es magisch ist, sondern weil du plötzlich Dinge siehst in deinem Leben, die du vorher überhaupt nicht bemerkt hast. Und das ist Neurowissenschaft und dein RAS in Aktion. Und wie schon vorher erwähnt, Zweifel sind hier auch tödlich für diesen ganzen Prozess. Das heißt, dein Gehirn empfängt plötzlich Signale, die nicht konsistent sind, die nicht miteinander übereinstimmen, die es nicht in Einklang bringen kann und versucht das dann eben, indem es sich für etwas entscheidet und das wird eben meistens das sein, was vorher schon da war, nämlich der Zustand vorher. Nennt sich kognitive Dissonanz und das ist eben ein unangenehmer Spannungszustand, der für das Erreichen von Zielen auf diesem Wege nicht geeignet ist. Und deshalb eben kurz zurück zu dieser Counterclockwise-Studie. Deshalb klappte auch dieses Experiment so wunderbar, weil natürlich die Probanden überhaupt nicht wussten, worum es ging. Und sie wussten nicht, dass es darum ging, ob sie sich biologisch verjüngen würden, sondern sie dachten, das ist irgendein psychologisches Experiment und haben da aber auch keine großartigen Gedanken daran verschwendet. Man hat sie im Unklaren gelassen und deshalb gab es keine Zweifel, die in ihnen hochkamen, oh, werde ich wirklich jünger werden oder nicht? Weiß man das oder ist das wirklich sicher? Sie haben überhaupt nicht daran denken können, weil sie es eben nicht wussten. Optimale Voraussetzungen. Gut, jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, was ist dann im wirklichen Leben? Ich meine, ich kann mich ja nicht selber so täuschen, dass ich gar nicht weiß, was ich vor 5 Minuten gedacht habe. Da ist was dran. Aber es gibt Mittel und Wege, das dann doch zu erreichen. Das heißt, deine Zweifel musst du nicht unbedingt löschen. Es kann immer sein, dass sich Zweifel einstellen. Wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt und wir sind auch keine Computer, die Zweifel vielleicht irgendwo ausschalten können. Aber du kannst ein Reframing machen. Das heißt, du kannst, wenn du merkst, du zweifelst an dem, was du dir vorstellen möchtest und an dem, dass du es bereits erreicht hast, dann kannst du zum Beispiel auch dir vorstellen oder dir sagen, nicht ich bin erfolgreich und letztlich glaubst du es nicht, sondern du sagst, ich bin jemand, der an sich arbeitet und stetig und ständig besser wird. Und mein Erfolg wird immer größer und größer. Und das führt dann dazu, dass du etwas sagst, was du auf jeden Fall glauben kannst. Das heißt, du suchst dir einen Zustand aus, der dir möglich ist, ihn mit gutem Gewissen anzunehmen. Neville Goddard nannte das Assumption hardens into fact. Das heißt, was du als wahr annimmst, wird im Laufe der Zeit wahr, schon durch dein Verhalten. Und die Neurowissenschaft dahinter ist einmal das Confirmation Bias und zweitens eben auch die Neuroplastizität. Confirmation Bias kennen wir zum Beispiel von Social Media. Das heißt, wenn wir von Social Media immer das präsentiert bekommen, was für uns wichtig zu sein scheint, also was wir vorher schon geglaubt haben und das eben aufgrund unserer Suche eben dem System mitgeteilt haben. Und das Gleiche gibt es eben auch im Gehirn. Das Gehirn versucht uns auch immer die Dinge zu präsentieren, von denen es glaubt, dass wir dahinter stehen und dass das unserem Mindset entspricht und dass unser Mindset auf dem Wege bestätigt wird. Und das kannst du bewusst für dich selbst nutzen. Das heißt, wenn du glaubst, ich bin kreativ und wenn du damit anfängst, dann wirst du mehr und mehr kreative Möglichkeiten in deinem Leben finden und auch mehr und mehr kreativ sein. Das heißt, du wirst im Laufe der Zeit immer fester davon überzeugt sein, dass du eine kreative Persönlichkeit bist. Ja, und dann die Neuroplastizität, das ist einfach so, dass wiederholte Gedanken, wiederholte Gefühle in deinem Gehirn auch neue Bahnen anlegen können und dass diese Bahnen dann plötzlich auch deine Realität stärker und stärker formen.
Das heißt, je häufiger du aus einem Zustand heraus lebst, umso stärker wird dieser Zustand deine neue Normalität werden. Ein weiterer Punkt, den ich hier ganz gerne erwähnen möchte, ist eben, dass wir zwar das Ende wählen, das heißt, dass den Endzustand wählen, den wir gerne erreichen wollen, aber nicht den Weg dorthin spezifizieren. Neville Goddard hat hier auch gesagt, wähle das Ende, aber kontrolliere nicht, wie es kommt. Und das ist zugegebenermaßen schwer, denn wir wollen sicherlich kontrollieren, wir wollen wissen, wie es kommt. Wenn ich einen Plan mache irgendwo, wenn ich eine Urlaubsreise mache, dann plane ich doch auch, wie ich da hinkomme. Und das soll ich dann plötzlich lassen und im Prinzip das Ganze sich selbst überlassen, ohne jetzt eingreifen zu wollen, wie ich zu meinem Ziel komme. Bei der Urlaubsreise tue ich es ja auch und es fällt uns sehr schwer. Und das bedarf einiger Übung eben, um das loszulassen und um zu sagen, die Art und Weise, wie mein Ziel zu mir kommt, interessiert mich momentan nicht. Ich kenne den Endzustand und auf den konzentriere ich mich. Das heißt, das ist das, was ich momentan fühle. Wie es zu mir, auf welchem Weg es zu mir kommt, interessiert mich nicht. Ich lasse das los. Und auch hier gibt es neurowissenschaftlich eine Erklärung dafür. Das heißt, wenn du dich auf einen Weg fixierst, dann ist dieser Weg ja auch schon Bestandteil dessen, wie du es erreichen wirst. Und es kann sein, dass diese Fixierung auf den Weg dich blind macht für andere Möglichkeiten, die vielleicht viel näher da sind, die dir vielleicht viel näher liegen, aber die du in dem Moment, wo du dich auf eine spezifische Richtung oder auf einen spezifischen Weg fixierst, von dem du glaubst, dass das der Weg sein muss, auf dem eben das, was du gerne hättest, zu dir kommt. Durch diese Fixierung verlierst du andere Dinge aus dem Auge, die aber deinen Wunsch viel eher und viel schneller realisiert hätten. Ein weiterer Effekt dabei ist der sogenannte Incubation-Effekt. Das heißt, du denkst über ein Problem nach und kommst aber vielleicht nicht auf eine Lösung. Und plötzlich bei einer ganz anderen Tätigkeit, beim Duschen, beim Spazierengehen, beim Essen, plötzlich fällt dir eine Lösung ein, manchmal sogar durch Dinge, die um dich herum passieren, die du aber entsprechend so interpretierst. Ganz bekanntes Beispiel ist eben Kekulé und die Benzolformel, wo er eine Schlange gesehen hat, die sich selber in den Schwanz biss und ihm plötzlich klar wurde, dass diese Formel wahrscheinlich ein Ring sein muss und nicht das, was er sich vorher überlegt hat. Neville Goddard nannte das Bridge of Incidents, das heißt, es sind scheinbare Zufälle, die aber keine sind und die dich letztlich genau zum Ziel führen werden. Und praktisch sieht es dann so aus, dass du sagen kannst, nicht ich muss X auf diesem Wege genau so, wie ich es mir vorstelle, erreichen, sondern ich möchte X erreichen, ich werde X erreichen und ich bin offen für die Wege, die sich mir präsentieren, wie ich X erreichen kann. So, und jetzt werden wir ein bisschen praktischer noch. Neville Goddard hat auch immer gesagt, teste es. Er wollte auch nicht, dass Menschen einfach nur daran glauben, an das, was er erzählt, sondern eben es mal selbst ausprobieren und selber auch sehen, das funktioniert ja. Und das ist ohnehin für uns die beste Möglichkeit, eben unseren Glauben an diese Dinge zu bestärken, indem wir sehen, es klappt ja schon mal. Es sind kleine Dinge, die jetzt hier klappen und dann sagen diese kleinen Dinge uns, wir sind auf dem richtigen Weg und wir machen jetzt hier weiter und dann werden die kleinen Dinge etwas größer und so bekommen wir nach und nach mehr und mehr so Beweislein dafür, dass wir richtig liegen und dass wir mit dieser Methode Erfolg haben werden. So, und rein praktisch, was können wir machen? Schritt Nummer 1, wähle für den Anfang mal etwas Kleines. Vielleicht fängst du nicht gleich mit $1 Million an. Neville Goddard hat zwar auch mal gesagt, es ist genauso einfach oder schwer, $1 Million zu manifestieren und zu erhalten als einen einzelnen Dollar. Aber ich denke mal auch schon aufgrund der Widerstände, die sich in den meisten von uns regen könnten und würden, wenn wir jetzt sagen würden, okay, ich gehe jetzt mal daran, $1 Million zu manifestieren. Wähle etwas Kleines, von dem du keine großen Widerstände erwarten wirst. Zum Beispiel, ich möchte gerne einen Anruf von einem meiner Kontakte. Oder ich möchte eine positive Rückmeldung auf meine Bewerbung auf den Job Nummer XY. Oder ich möchte ein bestimmtes Gespräch, das sich gut anfühlt. Und das Ganze ist dann klein, spezifisch und auch testbar. Und dann fühlst du, wie es sich angefühlt hat, als du diesen Anruf bekommen hast. Das heißt, du hast diesen Anruf bekommen, du fühlst den Anruf und fühlst in jede Facette deiner Gefühle, die du bei dem Anruf gehabt hast. Das klappt wunderbar eben kurz vor dem Einschlafen, weil da unser Gehirn recht formbar ist, bei diesem Übergang in den Schlafzustand.
Und dann kannst du das also am ehesten oder am leichtesten ausprobieren. Und dann, nachdem du das ein paar Mal gemacht hast, täglich, lebe aus diesem Gefühl heraus, lebe aus dem Gefühl heraus, dass es bereits stattgefunden hat. Das heißt, nicht gleich wieder zurück in deinen alten Zustand, nachdem du es visualisiert hast, sondern lebe dann weiterhin den Tag in diesem Gefühl, dass dieses Gespräch, das du haben wolltest, bereits stattgefunden hat. Und danach loslassen, das heißt nicht mehr darüber nachdenken, wie, wann, warum dieser Anruf kommen wird, sondern einfach loslassen, vertrauen, das nannte Neville Goddard Trust the Bridge, und einfach sicher sein, dass du Ergebnisse bekommen wirst. Das heißt, du hast deinen Part gemacht und du kannst jetzt Ergebnisse erwarten. Und nach einer Woche mach mal Bilanz und sieh nach, was hat sich getan. Ist dieser Anruf gekommen oder haben sich andere Möglichkeiten aufgetan, die vielleicht sogar noch besser waren und die noch besser waren als der Anruf? Was hat sich innerhalb von einer Woche getan? Wie hast du dich gefühlt? Was hat sich für dich verändert? Es kommt oft vor, dass es nicht so kommt, wie du es gerne gesehen hättest, sondern sogar besser. Und das ist das Experiment. Probier es aus, es ist nicht allzu kompliziert. Du solltest es aber trotzdem ernsthaft machen, einfach mal versuchen und sagen, ich probiere das jetzt mal wirklich aus, mich interessiert wirklich, erreiche ich damit was? Denn sobald du die Erfolge mit dieser Methode erkannt hast und sobald du erkannt hast, dass es tatsächlich funktioniert, ist das nochmal ein Steinchen mehr auf dem Weg in den Glauben an diese Möglichkeiten, die definitiv da sind. Aber manchmal muss man diese Dinge erst selber erfahren haben, um sie eben auch selber für sich selber glauben zu können. Denn manchmal schwingen da noch so ein paar Zweifel mit. Und da ist es ganz wichtig, das einfach mal zu machen und zu sagen, ich ziehe das jetzt mal durch und schau mal, wie ich mich dabei fühle und was ich damit erreichen kann. Neville Goddard hat eigentlich etwas ganz Radikales gelehrt, nämlich, dass du deine eigene Realität erschaffst. Nicht aufgrund von Wünschen oder Visualisierungen, sondern einfach aufgrund des Zustandes, in dem du bereits lebst. Und die Frage dahinter ist, wer willst du sein? Nicht später irgendwann, nicht morgen, nicht übermorgen, sondern im Hier und Jetzt. Wenn du mir verraten möchtest, welches Ende du diese Woche testen möchtest, würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen von dir. Bis zum nächsten Video. Eine gute Zeit bis dahin. Tschüss.